Ein herzliches Hallo und guten Morgen hier aus Piräus. Ja, ihr hört schon im Hintergrund Züge. Hier irgendwo in diesem Kabuffen, da muss die Metrostation sein. Hier eine Querstraße weiter ist unser Hotel. Hier hinter ist so ein Pop-up, ja, Rumpelsmarkt, Trödelmarkt. Die haben hier alle in so einer alten Lagerhalle, haben die so Kabuffe, wo die ihre Sachen einlagern. Und die haben jetzt hier auch auf dem Sonntag alle ihre Stände draußen und da kannst du alles und nichts kaufen. Ja, und hier ist jetzt der Platz, wo es jetzt irgendwo in die U-Bahn gehen muss. Wahrscheinlich von da vorne aus, weil da geht es auch in den Hafen. Und ich hatte gesehen, dass man von der U-Bahn aus direkt auf das Hafengelände zuläuft, wenn man da rauskommt. Von daher wird es da wohl jetzt auch irgendwo reingehen. Ja, dann müssen wir uns mal mit der Ticketfrage beschäftigen. Und ja, und dann geht es nach Athen rein. Ja, wie gesagt, Hotel direkt gut gelegen zur Metro. Gestern sind wir komplett in die verkehrte Richtung gelaufen. Ich glaube, hier geht es rein. Das könnte es sein hier. Das sieht so aus. Alles klar, wir gucken uns mal um. Ich erzähle euch später, was für ein Ticket wir genommen haben. Ja, und wo wir landen. Ja, und direkt hier, wo ich von außen gezeigt habe, daneben ist der Haupteingang hier von der Station oder Nebeneingang, aber hier so eine Bahnhofshalle, also ich meine, das hat schon was. Ausreichend Ticketmaschinen sind da. Das Ganze Quanta Costa 4,10 € pro Person für ein 24-Stunden-Ticket. Und ja, also immer hier nach links, ja. Wunderbar, also so, wir haben Monasteraki erreicht, einen der zentralen Plätze hier in Athen. Hier auch wieder ein Gebäude der Metro. Ich habe irgendwo gelesen, diese Metrolinie 1 nach Piräus ist die älteste Metro der Welt. Das sieht man ihr teilweise allerdings auch an. Das ist so ziemlicher Kernschrott teilweise. Auch die Haltestellenansagen irgendwo in den Vororten sind manche Stationen, die werden auch auf Englisch angesagt. Hier der zentrale Punkt komischerweise nicht. Andere Haltestellen werden gar nicht angesagt. Also ja, irgendwie funktioniert da scheinbar auch nur noch die Hälfte. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, könnte das da hinten schon die Akropolis sein. Und genau das wollten wir uns eigentlich mal angucken, wenn wir denn schon mal hier sind. Ja, wir wandern mal ein Stückchen und wenn es was zu sehen gibt, dann zeige ich euch das. Leute, wir sind jetzt schon ein ganzes Stück gewandert. Guckt mal, wie hoch wir jetzt schon sind. Und das geht immer noch weiter da hoch. Ja, also man muss da schon gut zu Fuß sein, wenn man dahin will. Ich weiß nicht, ob man noch näher irgendwie daran kommen kann. Also das ist hier schon... Aber es ist so, vor allem jetzt außerhalb der Saison nett. Hier unten sind auch alles an den Straßen entlang so Restaurants und Tavernen. Die werden wahrscheinlich auch nicht ganz billig sein. Das ist natürlich hier die Touristenecke und im Sommer quetschen sich hier die Leute durch. Und jetzt ist das natürlich angenehm so im Januar. So, wir haben den Akropolisberg erklommen. Nein, wir haben ein bisschen gecheatet. Ich habe natürlich unten wegen dem Rabatt meinen Schwerbehindertenausweis vorgezeigt. Großer Vorteil ist, dann ist es umsonst.
Und ja, in dem Zusammenhang sind wir dann direkt hier zum Aufzug gekarrt worden und sind hier hochgefahren worden. Aber runter werden wir wohl den Fußweg nehmen. Runter geht ja eh einfacher wie rauf. Aber das ist schon toll hier. Wir sind wieder den Berg runter marschiert und hier unten, das dürfte hier mit zu dem Hadrianspalast gehören. Da ist auch noch ein Stückchen weiter unten ist noch so eine Ausgrabungsstätte und so Fundamente und alles. Da ist aber wieder ein eigenes Ticket Office. Ja, das sieht man aber jetzt hier von außen im Groben auch schon und da gehen wir jetzt nicht auch noch rein. Ich weiß jetzt nicht, ob es da auch ein reduziertes Ticket gab es da auch. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier mit dem Schwerbehindertenausweis ist. Also grundsätzlich haben hier die staatlichen Dinge hier sehr großzügige Regelungen in Griechenland. Das muss man mal sagen. Und die sind auch alle sehr, sehr nett hier an den Ticket Offices und allem. Die erklären einem das alles, wie das mit den Tickets hier funktioniert. Also bin ich bis jetzt ganz begeistert hier von Athen. So, und hier ist jetzt diese Hauptstätte von diesem Hadrianspalast. Von der anderen Seite, da vorne ist der Eingang und da ist auch das Ticket Office. Und oben an dem anderen, wo ich gerade gefilmt habe, da stand dann nur Ticket Control. Also denke ich, dass das mit dazugehört. Wenn man dann hier ein Ticket gelöst hat, kann man dann da oben auch wieder rein. Ja, also hier ist schon, das ist auch alles dicht beieinander. Hier drüben war auch noch was. Da war auch wieder ein eigenes Ticket Office. Also hier ist schon einiges, was man sich angucken kann. Ich meine, ich persönlich bin jetzt nicht so ein Archäologie-bewanderter Typ und klar, die Akropolis da oben mal zu sehen, wenn man schon hier ist, sicher, aber hier, wenn ich das jetzt hier mir so durch angucke, dann habe ich das auch alles gesehen, da muss ich jetzt nicht. Hier ist das Library of Hadrian. Aber da muss ich jetzt mir nicht jeden Stein einzeln angucken. Aber interessant und schön ist das hier auf jeden Fall. Vor allem jetzt hier so Januar, optimale Zeit. Die Temperatur ist angenehm. Die Sonne brennt nicht so massiv wie im Sommer. Es ist hier kein Smog und nix. Also das muss ich sagen, haben wir schon richtig gemacht.
Hallo liebe Fans von Michas Reisefieber zu einer ganz kurzen Werbeunterbrechung und einer freundlichen Erinnerung von mir an die Verfügbarkeit des Michas Reisefieber Merch. Da gibt's einmal den kleinen Kissenbezug, circa 42 x 42 cm, ideal für ein kleines Sofakissen oder ein kleines Kuschelkissen auf dem Bett. Oder das Michas Reisefieber Schlüsselband, das ihr ja auch wunderbar benutzen könnt, um zum Beispiel eure Cruise Card auf der nächsten Kreuzfahrt dran zu befestigen. Dann zeigt ihr auch auf den Weltmeeren eure Loyalität zu meinem Channel. Das würde mich natürlich super freuen. Norbert und ich haben es ja auf der letzten Reise schon vorgemacht. Dann gibt es noch den besonders günstigen Schlüsselanhänger in Acryl mit dem runden Michas Reisefieber YouTube-Logo drauf. Oder für alle, die es ein bisschen luxuriöser mögen, jetzt wieder verfügbar der Metallschlüsselanhänger in Schiffsform. Ja, ich hoffe, da ist für jeden etwas bei und ja, wenn ihr Lust habt, den Kanal damit etwas zu unterstützen, dann schickt mir doch einfach mal eine Mail an admin@michasreisefieber.de und ich schicke euch dann die aktuelle Liste der verfügbaren Artikel und alle weiteren Informationen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Hilfe und Unterstützung und damit zurück zum Video. So, wir haben uns mit den Wirren der Google-Navigation hier durch die Altstadtstraßen geschlängelt. Deswegen konnte ich euch da nicht viele Bilder oder gar keine Bilder zeigen. Da muss man immer 200% konzentriert sein, damit das funktioniert. Und wir sind aber jetzt hier, wo ich hin wollte. Vretos, eine Weinbar. Das Ganze war früher mal eine Spirituosendistillerie und eine Weinhandlung, wo sich dann hier die Bewohner der Plaka, der Altstadt, ihre Flaschen haben füllen lassen. Und irgendwann ist der Betreiber auf die Idee gekommen, in der Mitte einen großen Tisch aufzustellen. Und seitdem ist das Ganze Treffpunkt des Viertels gewesen. Ja, und der jetzige Betreiber, der hat mittlerweile das ganze Konzept so ein bisschen auch auf eine Art Bar umgemünzt mit dem großen Tisch und einer Theke da drin und hier draußen mit ein paar Tischchen, so dass das Ganze jetzt mehr schon eine Location ist zum Einkehren. Ja, und das wollten wir natürlich auch mal sehen und ich würde sagen, wir gehen mal rein und gucken, ob wir was zu trinken kriegen. Sieht das hier schon von außen mit diesen beleuchteten Regalen. Ist natürlich wunderschön. So Leute, wir haben uns hier niedergelassen im Vretos. Ja, ich habe hier ein Alpha Sea Salt Bier haben wir hier probiert. Gibt es zwar nur aus der Flasche, aber mit Bier mit Meersalz. Ganz interessante Noten, sehr angenehmes Bier zum Trinken. Ja, die Getränkekarte, die ist so umfangreich, wenn man alles probieren wollte, dann legt man in der Notaufnahme oder Schlimmeres. Aber ist einfach toll hier. Richtiges Altstadtgebäude hier. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr hier in Athen seid, da muss man mal gewesen sein. Das ist natürlich kein Billigschuppen oder so. Die Getränke kosten hier schon ihren Preis, aber ich meine, wo hast du das denn mal in der Auswahl und in der Qualität? Ja, ich habe jetzt meinen Aufenthalt hier in Athen noch dazu genutzt, hier nochmal den Fischspa zu besuchen, meine Füße mal pflegen zu lassen, auf natürliche Weise. Das finde ich immer was ganz Tolles. Leider gibt es das bei uns ja nirgendwo mehr. Und ja, das tut wirklich gut. Und lohnt sich hier auch, wenn man hier ist, das dann hier mal zu machen. Und wir wollen jetzt noch mit der Standseilbahn hier auf einen Berg rauf. Dafür müssen wir aber erstmal wieder zurück zur Metro und dann müssen wir mal gucken, welche Linie da fährt und wo wir hin müssen. Nachdem wir unseren Bummel durch die Altstadt beendet haben, sind wir hier mit der anderen U-Bahn-Linie bis Evangelismus gefahren und hier
soll irgendwo in der Nähe sich die Standseilbahn befinden. Das müssen wir jetzt mal wieder rausfinden, wo. Ja, witzigerweise verkehrt diese Linie, das ist die andere Linie nach Piräus, die an dem Theater abfährt, was ich im gestrigen Video gezeigt hatte, diese U-Bahn-Station. Und interessanterweise verkehrt die auch bis zum Flughafen. Ich hatte nur gehört, dass es eine Metro gibt zum Flughafen, ja, aber erstens, dass die nur so alle 40 Minuten oder so verkehrt, und ich wusste auch nicht, dass die nach Piräus fährt. Wenn wir das jetzt gewusst hätten, dann wäre man natürlich viel bequemer mit der U-Bahn da gestern Abend rüber gefahren und wäre dann von dem Theater aus zu dem Hotel gelaufen. Ja gut, das haben wir jetzt nicht gewusst, aber sei es drum, wir sind mit dem Bus, auch wenn es etwas unkomfortabel war, trotzdem angekommen. Es hat funktioniert und soweit ich weiß, hätte das mit der Metro wohl auch mehr Geld gekostet. Ja, jetzt suche ich erstmal nach der Standseilbahn und dann melde ich mich bei euch wieder. So, der griechische Schrotthändler ist unterwegs. Ja, und wenn man da von der U-Bahn-Station kommt, muss man sich so etwas seitlich halten. Da ist so eine Hauptverkehrsstraße, die kann man dann überqueren und dann muss man hier durch dieses Viertel eigentlich immer weiter geradeaus bergauf gehen und dann müsste man irgendwann zu dieser Seilbahn kommen. Ich bin da guter Dinge. Ja, jetzt sind wir natürlich schon wieder ein Stückchen außerhalb von diesem touristischen Altstadtviertel. Jetzt ist das schon wieder alles so ein Tacken ruhiger hier. Also außer der Schrotthändler, der macht da Bambule. So, auf dem Weg zur Bergbahn sind wir noch mal hier abgeschwenkt in ein Café. Und guck mal an, das sieht doch lecker aus. Ein Bagel, Norbert, ein Stückchen Kuchen. Ja, ist auch gut besucht hier. So, gefühlt sind wir jetzt den größten Teil des Berges schon hochgelaufen. Hier oben ist auch noch eine kleine Snackbar und Café. Und hier, das müsste es jetzt sein. Veals, no, it's not deer, but it's like it's beef, but it's like weird cuts of beef, just like random cuts of beef. Not necessarily bad, but just like.
thought this one outside. Puh, die letzten Meter zum Ausblick. Ja, mal schauen. Ach, da geht noch ein Treppe höher. Aber da ist dann Ende. Ja, hier. Ja, da wären wir. Und hier liegt uns Athen zu Füßen. Ja. Ich meine, der Blick ist natürlich Bombe, wenn man das jetzt mal überlegt. Aber ja, ansonsten, ich meine, wenn man das macht, man muss bedenken, man muss von der U-Bahn-Station aus noch wirklich stramme 600 Meter gehen und den letzten Teil davon nur Treppen rauf. Dann kommt man an diese Station. Ja, Hin- und Rückfahrt kostet 12 Euro pro Person. Und von der Fahrt selber sieht man ja eigentlich nichts, weil es ist alles im Tunnel. Ich hatte das gesehen, dass auf dieser Fahrt früher so Lichteffekte und so eine Lightshow war. Dafür haben sie die Wagen wohl irgendwann nochmal extra mit so einer indirekten LED-Streifenbeleuchtung nachgerüstet, weil da waren auch noch richtig große Lampen drin. Das Ding hat ein Glasdach, obwohl es nur im Tunnel fährt. Ja, aber die Lightshow hat sich wahrscheinlich irgendwann verabschiedet technisch. Und da wird scheinbar auch nichts drin investiert. Ja, und jetzt fährt man halt nur durch den dunklen Tunnel. Klar, der Blick ist atemberaubend, aber ich würde jetzt von mir aus gesehen sagen, jetzt im Vergleich hinten zur Akropolis und den Ausgrabungsstätten und der Altstadt ist das Ganze als ja, touristische Attraktion ein bisschen overrated, aber ihr wisst, ich habe es ja immer mit so Seilbahnen und so technischem Gedöns. Also musste ich mir das natürlich mal angucken, aber ja, ihr müsst selber entscheiden, ob es euch den Aufwand wert ist. Wie gesagt, Blick halt in alle Richtungen, die man sich hier so vorstellen kann. Ja, nachdem wir jetzt festgestellt haben, beziehungsweise wieder zurück sind von unserem Seilbahnerlebnis und dabei erstmal festgestellt haben, dass die
zweite U-Bahn-Linie, die da vom Flughafen kommt. Auch hier direkt hinter unserem Hotel an der Piräus Zentralhaltestelle hält, sind wir jetzt mal hier am Hafen entlang vorbeigeschlendert. Der liegt nämlich auch direkt, wenn man von unserem Hotel in die andere Richtung abbiegt, auch direkt nur ein, 2 Gehminuten, dann ist man hier an dieser Hafenstraße. Ja, und hier vorne ist es schon, da wollte ich jetzt mal gucken. Cloud9, das ist eine der Rooftop-Bars, hier soll es einige wohl geben. Und ja, da könnte man sich ja mal eine angucken und mal einen Drink nehmen und sehen, wie es da ist. Jetzt war ich gerade falsch. Es war doch noch nicht da vorne. Mein Navi sagte, wir wären da. Aber ich denke mal, das dürfte hier sein, denn hier ist der Piräus Tower. Und das ist hier irgendwie so ein Hochhaus, das ist vor Jahren schon angefangen worden, dann lange nicht fertiggestellt worden und jetzt ist es wohl fertig. Und ich nehme an, dass irgendwo hier auch diese Cloud9 Bar sein wird. Da müssen wir uns jetzt mal umgucken. Aber auf jeden Fall diesen Piräus Tower, den wollte ich mir sowieso mal ansehen. So, und einmal ein Blick vom nicht allzu hohen Rooftop hier auf den Hafen von Piräus. Jetzt hier im Dunkeln natürlich eine schöne Kulisse. Ja, das Ganze ist gar nicht so hoch, das ist hier 3. Stock oder so. Und der eigentliche Piräus Tower, der geht dann da oben hoch, hat, ich glaube, 25 Stockwerke. Und tatsächlich hat man angefangen, das Ding hier 1975 zu bauen. Ja, und das hat hier lange Zeit als Bauruine gestanden und ist erst letztes Jahr fertiggestellt worden. Ist also alles noch brandneu hier, jetzt hier drin, und wir waren schon hier. Und zum krönenden Abschluss des Tages gibt es heute mal wieder ein Tagesfazit aus dem Bett. Der Grund dafür ist relativ einfach. Ich habe gerade noch, wie wir zurückgekommen sind, nochmal schnell geduscht, und dann habe ich gedacht, ich ziehe mir ja jetzt nicht mehr die ganzen Tagesklamotten an fürs Tagesfazit, und ja, hier vom Bett aus kann ich das dann auch in der Nachtbekleidung machen. Ja, wir haben von Athen dafür, dass es nur einen Tag war, fand ich, eine Menge gesehen. Die Akropolis, da sind wir oben gewesen. Wir haben da diese Hadriansbibliothek von außen gesehen. Wir sind durch die Plaka, die Altstadt gewandert, in dieser tollen Weinbar Vretos gewesen und dann auch noch ja oben auf dem Berg mit der Standseilbahn. Auf dem Rückweg sind wir da auch noch mal in so eine Kellerbar eingeschwenkt. Da waren wir allerdings die einzigsten Gäste. Das ist wohl mehr so eine DJ- und Musikkneipe. Da ist wahrscheinlich nachts und abends mehr los. Jetzt auf den Sonntagmittag war es da ruhig. Aber das war auch ganz nett. Ja, und dann sind wir, wie gesagt, mit der anderen U-Bahn dann wieder nach hier gefahren und haben festgestellt, dass die auch hier am Hafen von Piräus hält und dass man ja zu unserem Hotel da genauso gut hinkommt. Ja, das muss man halt wissen. Das sind die Dinge, wenn man beim ersten Mal hinfährt und die nicht so gefunden hat irgendwo. Also zum Beispiel, wenn man im Internet sucht, wie komme ich vom Flughafen nach Piräus, da kriegt man sehr dürftige Informationen, dass die Metrolinie eigentlich direkt durchfährt. Habe ich zumindest nicht gefunden. Und wir hatten dann ja den Bus genommen, was ja auch ging. Ja, und heute Abend waren wir dann auf dem Piräus Tower. Ja, das ist wirklich so 3., 4. Stock da. Die unteren Etagen, die sind ein bisschen höher, weil das so Funktionsetagen sind. Also das ist dann 3. Stock und ist aber gefühlt ein bisschen höher. Ja,
dadurch haben die eben, weil der Tower eben da unten größer ist und dann kleiner wird, haben die da eben die Möglichkeit, so eine Terrasse zu machen auf dem Dach. Ganz oben wäre es natürlich spannender gewesen, wobei man da natürlich mit außen relativ wenig hätte machen können. Da wäre wahrscheinlich so ein Wind. Das könnte man dann auch nicht so wirklich nutzen. Ja, das war ganz nett da oben. Ich meine, wir haben drinnen gesessen, wir waren dann mal draußen gucken. Ich habe ja da noch so ein Video, kurzen Videoschwenk gemacht und ein paar Fotos. Aber ja, zum Sitzen wäre uns das dann jetzt doch im Januar zu frisch gewesen auf den Abend. Ja, und drinnen bekommt man halt nicht viel mit, ob man jetzt im Erdgeschoss sitzt oder da oben. Das Essen, das war, sag ich mal, okay. Und das ist aber auch wieder so eine Geschichte, da war jetzt auch irgendwo im Kleingedruckten in der Karte, dass die halt auch so ein Serviceentgelt dann irgendwie erheben, weil anders kamen wir nicht auf den Gesamtbetrag, den wir am Ende bezahlt haben. Nur uns da jetzt mit Händen und Füßen da irgendwas mit denen da zu klären, das war es uns jetzt auch nicht wert. Aber letzten Endes für 2 Bier und 2 Gerichte hatten wir jetzt 54,30 €. Das kommt eigentlich irgendwie nicht hin für das, was wir da gegessen und getrunken haben. Aber ja, sei es drum. Ähm, Wir haben die Location mal gesehen. Ja, und dann sind wir noch, da habe ich euch jetzt nichts mehr groß von gezeigt. Wir sind dann mal so ein bisschen an dem Hafen entlang gegangen. Da war aber nicht mehr viel los. Und dann sind wir nochmal in die andere Richtung. Da war gar nichts mehr. Also hinter dem U-Bahnhof Piräus ein Stück weiter hoch kommt dann der Bahnhof Piräus, wo dann die Vorortzüge auch enden. Und ja, das ist auch so ein Kopfbahnhof und da war aber auch nichts mehr los rundum. Und dann wollten wir es schon aufgeben und dann war hier kurz vor unserem Hotel, also hier so die Ecke rum, da ist auch, glaube ich, noch ein Hotel und da war so unten drin noch ja, so eine Bar, kann man sagen, Bar, Restaurant, so eine kleine Location. Dann sind wir da gewesen, die war auch nicht ganz billig, aber ich meine, für einen Drink als Absacker und um noch ein bisschen nett zusammenzusitzen, kann man das machen. Und dann sind wir jetzt auch ins Hotel gegangen und wollen ja auch noch ein bisschen schlafen. Morgen geht's dann aufs Schiff, so dass alles klappt, wie es soll, wie wir hoffen. Und ja, dann ist unser Aufenthalt in Athen selber schon wieder beendet. Ich hoffe, ich habe euch in Anbetracht der Kürze der Zeit gezeigt, was man hier so machen kann, wie man sich zurechtfinden kann. Insbesondere, wie gesagt, hier dieses Gallery Suites and Residence und Gallery Central. Und hier sind auch noch einige andere Hotels in den Straßen rundum. Die sind recht geeignet, wenn ihr eine Kreuzfahrt ab Piräus habt und ihr sagt, ich möchte da 1 oder 2 Vorübernachtungen machen. Ihr kommt von hier aus spielend nach Athen rein und ihr könnt eben auch direkt, ja, fußläufig ist schwer gesagt, aber ihr seid halt direkt am Hafen. Wir müssen jetzt morgen auch gucken. Wir haben auch gesagt, wahrscheinlich nehmen wir uns ein Taxi, weil ja, es ist dann mit Gepäck doch ein bisschen mühsam, aber das werden wir sehen. Und aber grundsätzlich ist das hier von der Lage her ganz gut geeignet als Vorquartier für eine Kreuzfahrt. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was zeigen hier aus der Stadt und von den Sehenswürdigkeiten, was natürlich nur ein winziger Ausschnitt sein konnte. Ja, und dabei belasse ich es auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt mal ein Stündchen schlafen und dann sehen wir uns in einem neuen Video hoffentlich wieder. Ich sage danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.